Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren TimeToDo Spezial. Spezial heißt immer, Sie bekommen ganz komprimiert wichtige Informationen zu Thematiken, die immer unser Leben betreffen können. Heute habe ich von einer Krankheit erfahren, von der ich vorher noch nie etwas gehört habe. Und man muss sagen, jetzt bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste, was es alles derzeit gibt und welche Symptombilder auf uns zukommen, ist für mich eine Sensation. Jeden Tag erfahre ich von einer neuen Krankheit. Wichtig wäre mir vielmehr zu erfahren, wenn wir die neuen Krankheiten heilen können. Und das ist unser Weg und das ist auch gut so, denn die Lösung haben wir gleich dabei. Liebe Zuschauer, haben Sie schon einmal was von Retinitis Pigmentosa gehört? Jetzt schauen Sie wahrscheinlich, der eine oder andere vielleicht, wenn er im Umfeld jemand hat. Ich hatte es noch nie gehört, bis jemand, der betroffen war, zu mir kam und, wie ich es schon mehrmals gesagt habe, wir müssen von unserem normalen Denken etwas Abstand gewinnen und uns auch neuen Dingen zuwenden. Ich begrüße bei mir im Studio die Margrit I. Herzlich willkommen, Margrit. Und Tatjana Lackmann, paranormale Chirurgie und Dao-Yoga. Das ist dein Schwerpunkt, das ist dein Thema und da haben wir auch wieder das Ergebnis. Also im Vorfeld, die Zuschauer werden dann während der Sendung das gleich erkennen. Es ist eine Sensation, Tatjana, dass das möglich ist. Liebe Zuschauer, bevor wir mit unseren Gästen sprechen, möchte ich Ihnen noch etwas zitieren, was hier auf einem Flyer der Retina Suisse, das ist eine Selbsthilfeorganisation für Menschen, die an dieser Symptomatik erkrankt sind. Und was steht hier? Im Absatz, wo beschrieben wird, was das ist und die Hauptsymptome sind Nachtblindheit, ungewöhnlich starke Blendung und eingeschränktes Gesichtsfeld. Retinitis Pigmentosa tritt auch in Kombination mit grauem Star, angeborener Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit auf. Neben diesen gibt es auch zusammenhängende Symptome. Es können auch Personen betroffen sein, die auch an Kurz- oder Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung, Schielen und so weiter leiden. Und jetzt kommt's. Es gibt bis heute noch keine medizinisch anerkannte Methode, die das Fortschreiten von RP verhindern oder die Krankheit heilen könnte. Jetzt fragen wir erstmal die Tatjana Lackmann. Tatjana, dieses Krankheitsbild, wie entsteht es, wie entwickelt es sich und was ist am Schluss das Ergebnis, wenn nichts gemacht wird? Ja, normalerweise das ist im Prinzip bekannte Krankheit und sagt man so 40.000 Leute sind betroffen in Deutschland und zum Beispiel. Und das ist vererbte Krankheit im Genen. Das ist für mich sehr interessantes Thema. Ist möglich mit paranormaler Chirurgie angeborene Krankheiten behandelt, die durch Genen übertragen. Diese Krankheit gehört zu dieser Art. Und wenn Mensch geboren mit dieser Krankheit, dann vielleicht ein bisschen sieht, zuerst nach dem Geburt und dann Sehfeld ist immer weniger und dann Mensch ist blind. Und blind meistens geworden seit Jugendheit. Das ist Krankheit, die betrifft junge Leute. Und das ist tragisch, wenn ein Mensch hat ein bisschen Erfahrung zum Sehen und dann beendet mit diesen Möglichkeiten überhaupt sehen. Und dann blind ist und keine Möglichkeiten, leider im Schulmedizin, keine Methode, die können das stoppen, diesen Prozess, oder verlängert Möglichkeiten zum Sehen, längere Zeit, gibt es keine. Und beendet Krankheit mit Blindzustand bei Patienten. Aha, dann kommen wir mal zur Margrit. Margrit, du warst jetzt eine Betroffene, die, wenn du von vornherein die Wahl gehabt hättest, hättest du das bestimmt nicht gewählt, aber wie wir eben gehört haben, es ist genetisch bedingt. Beginnen wir vielleicht gleich mal damit. In deiner Familie gab es diese Erkrankung? Hattest du Kenntnis davon, dass in deiner Familie das existent ist? Ja, also bei uns ist das als Erbkrankheit auch diskutiert worden und schließlich mein Vater, den habe ich nur als blind gekannt.
Dann auch die Tante, sie ist erblindet. Der Onkel, der hatte eine ganz dunkle Brille, war auch praktisch blind. Und von klein auf, weil ich schon von Anfang Symptome hatte, hat sich Retinitis Pigmentosa wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen, bis zum Röhrenblick, also praktisch blind, ja. Also beginnen wir mal ganz von vorne. Das heißt, wir wissen heute, es ist eine Krankheit, die wahrscheinlich genetisch, also aus der Vererbung heraus weitergegeben wird. Bei dir war das so. Hast du noch Geschwister? Ich habe Geschwister, ja. Und sind die auch betroffen? Die Schwester hat jetzt eine Lichtempfindlichkeit und auch im Dunkeln etwas Mühe, aber bei ihr wurde es nicht konkret diagnostiziert. Mein Sohn, der ist jetzt ich habe 2 Söhne, einer ist 28 Jahre, der hat auch etwas Lichtempfindlichkeit. Ja. Aber bei dem anderen ist Nein, gar nichts? Das wurde gar nichts diagnostiziert, ja. Dann sind wir ja schon mal froh, dass es zumindest so weit ist. Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen zurückkommen auf deine Story. Das heißt, so erklär mir mal, wie du gesehen hast im Alter von 10 Jahren. Im Alter von 10 Jahren, also das Nachtblind war aktiv, das heißt, wenn du vor einer Treppe stehst, du siehst die Stufen nicht. Das geht Immer? gar nicht. Ja, Auch am Treppen, Tage? nein. Beim Tag, da ist die Lichtempfindlichkeit. Die blendet dich extrem stark. Also du siehst nie scharf, nie klar. Und auch im Dunkeln und dann der Übergang, der Wechsel von hell-dunkel, das Auge hat so lange, um anzupassen. Also da gibt es immer wieder Ausfälle, wo du gar nichts siehst, sehr wenig siehst. Und dann beginnt das fiktive Sehen. Man fängt an, sich an Stimmen zu orientieren, wie die Leute laufen. Auch jetzt, ich lerne jetzt Menschen kennen. Und zwar nicht mehr an der Stimme oder wie sie gehen. Und ich habe von jedem ein Bild, aber ja, vieles stimmt nicht. Bis zum 10. Lebensjahr war das noch so ein Rumtasten, Ja, ein bisschen, was hast du erkannt, Schon, weniger. Ja. Und dann natürlich, wie du sagst, kann ich verstehen, dann macht man sich zu jeder Stimme natürlich das Bild, aha, das ist der Onkel, das ist der Bruder, das ist der Briefträger, wer auch immer. Und alle anderen Dinge hast du dir wahrscheinlich dann merken gemusst. Man ne? wird sehr kreativ, ja. Es genügt ein bisschen sehen, man improvisiert. Alles wird immer anstrengender, ja. Man muss wirklich sehr kreativ werden, ja. Wie war es 10 Jahre später, als du so ungefähr 20 Jahre alt warst? Da habe ich gespürt, dass es immer prekärer wird. Und ja, da habe ich realisiert, jetzt sind die Jahre wirklich gezählt, ja. Und war da das Sehvermögen noch schlechter wie 10 Jahre zuvor? Immer, es ist immer sukzessive schlechter geworden, immer mehr, ja. Und wann war letztendlich der Punkt, wo nur noch eine Nebelwand vor dir war und du überhaupt nicht mehr, nur noch hell und dunkel an Schemen unterscheiden konntest? Der ältere Sohn ist jetzt 28 Jahre alt und als er ein Baby war, ich habe das Gesicht nicht mehr wahrgenommen. Da sah ich nicht mehr Augen, Nase. Ich habe dann auch einfach mit der Hand das Köpfchen gesucht, ja. Von da an. Also ich meine, wenn man sich das anhört, ne, Tatjana, hast einen Sohn und hast ihn im Prinzip bis vor der Behandlung von der Tatjana nie gesehen. Ich hatte einfach ein Bild von ihm. Was du dir geistig gemacht hast. Ja, klar, weil du hältst das gar nicht aus, dieser Nebel, dieses Dunkle, dass du fängst an, dir das einfach vorzustellen. Ja. Und eine Frage zwischenrein, wie war dann das Ergebnis von jetzt, wo du wieder sehen kannst und du hast ihn zum ersten Mal gesehen? Hast du dir den so vorgestellt? Ich habe früher ich durfte bei ihm immer schauen, ob er jetzt gerade Bart hat oder nicht. Aber es war dann schon sehr emotional, weil das sind auch, als ich meine Schwester, also da musste ich wirklich, da sind Tränen geflossen, ja. Ah, das glaube ich, wenn man dann auf jeden Fall. Im Alter, weil jetzt ist ein Bild da, jetzt sind wieder Farben da und nicht einfach in der Vorstellung, das sind wirklich Farben, Kontraste, plötzlich siehst du Buchstaben. Also das ist ja alles wirklich unglaublich. Und wie ist es denn? Du hattest ja jetzt gesagt, du hast dir von den Menschen ein Bild im Kopf gemacht. Immer. Ich habe immer visualisiert. Ja. Wie ist es denn jetzt? Jetzt kannst du ihn ja wirklich sehen, wie er aussieht. Ist es jetzt nicht ein Problem, diese Bilder zu tauschen? Oder verwechselst du dann die Leute? Also oder wie läuft das jetzt? Irgendwie ist es ja auch amüsant. Aber kürzlich ist mir auch passiert, da ist jemand, der ganz in der Nähe wohnt, gekommen. Ich habe den am Schritt erkannt, die Stimme erkannt. Er steht vor mir und ich habe nachher zu meinem Sohn gesagt, du, wer ist das genau? Weil ich konnte das Bild nicht zuordnen, oder? Das ist dann schon sehr amüsant, ja. Also das heißt, da gibt es jetzt auch wieder eine Herausforderung, letztendlich jetzt die Bilder richtig aufzunehmen, die alten gelöschten wieder wegzutun, weil jetzt hast du ja das zum Sehen. Ja.
Liebe Zuschauer, aber das war natürlich nicht so möglich. Wir werden jetzt mal schauen, als dann die Margrit wirklich nur noch den grauen Dunst vor Augen hatte, also niemanden mehr sehen konnte. Sie konnte auch auf dem Tisch nicht sehen, wo das Essen vor ihr steht. Also alle die Dinge, die normalen Thematiken. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie gehen auf die Toilette und wenn es nicht Ihre eigene Toilette ist, dann wissen Sie jetzt nicht, wo die Toilettenpapierrolle hängt. Die kann rechts hängen, die kann links hängen, die kann so ein Ständer sein. Und das, was für uns überhaupt nicht als Problem erkenntlich ist, wird im Alltag für Menschen, die mit dieser Krankheit behaftet sind, alles zum Problem. Wie gesagt, du kannst nur noch agieren wie ein Blinder und das Schlimme daran ist, man hat ja vorher etwas gesehen. Ich sage immer, wenn Menschen auf die Welt kommen und sind blind, dann vermissen sie nichts. Aber du hast ja vorher bereits schemenhaft die Dinge gesehen und plötzlich wird es immer schlimmer und immer schlimmer. Das ist natürlich extrem. Tatjana, als du zum ersten Mal Kontakt bekamst, nochmal eine Zwischenfrage, Margrit, wie bist du überhaupt auf die Tatjana gekommen? Mein Mann hat am Abend am Fernseher rumgezappt und ist irgendwie in deine Sendung gelandet und hat mir dann gesagt, du, da gibt es eine Professor Tatjana Lackmann, hast du schon was von paranormaler Chirurgie gehört? Das wäre doch was für dich. Und ich habe mir das wirklich gespeichert und bin dann auf sie zurückgekommen, ja. Und habe zuerst gedacht, Tao-Yoga, das tönt schon gut. Ich bin so manchmal voller Temperament, dann praktisch nichts oder nichts wahrnehmen und dann dieses Temperament, habe ich gedacht, das Tao, haben, ne? Das wird mir gut tun und es ist, das tut mir gut. Und ich habe noch nicht so recht an die paranormale Chirurgie geglaubt. Macht aber nichts, da geht es dir nicht anders wie vielen anderen auch, die das zum ersten Mal hören. Die Hoffnung ist da, aber irgendwie, das Umfeld hat mir das auch gespiegelt. Schön für dich, aber dass du dann nicht enttäuscht bist, oder? Das heißt, Sie haben dir eigentlich mehr abgeraten wie zugeraten, aber mehr zu deinem Schutz. Sie wollten jetzt nicht, dass du nicht wieder siehst, sondern Sie hatten Angst, dass du weitere Enttäuschung erlebst und dann noch alles schlimmer wird und so. Das kann man natürlich verstehen. Tatjana, als die Margrit zum ersten Mal zu dir kam, kanntest du vorher diese Krankheit und hast damit schon einmal gearbeitet? Ja, ich habe gearbeitet mit Patienten mit guten Ergebnissen. Ungefähr 7 Patienten hatte ich schon. Alle waren mit guten Ergebnissen. Aber ich möchte sagen, der Fall von Margrit war am schlimmsten. Sie ist gekommen, sie hat nichts gesehen. Sie hat, konnte praktisch nicht richtig, praktisch nicht richtig vor der Behandlung sagen überhaupt, wo ist Fenster mit Licht. War alles grau. Nach erster Behandlung, sie konnte schon sagen, vielleicht Fenster ist da und ein bisschen grau-orange etwas Wand entstanden. Aber vor der Behandlung, sie hat absolut nichts gesehen. Das war am schlimmsten Fall von diesen Fällen, welche ich hatte mit Retinitis Pigmentosa. Ja. Wie hast du das denn wahrgenommen? Ich meine, Tao-Yoga ist klar, die Zuschauer, die schon mehrere Sendungen mit der Tatjana gesehen haben, die wissen auch warum und warum das so wichtig ist. Gehen wir einmal auf die erste Behandlung in der paranormalen Chirurgie. Wie hast du das denn erlebt? Also Tatjana hat mich an der Hand in den Raum geführt und weil normalerweise mein Umfeld so nett ist und mir alles schön beschreibt, habe ich ja viele Impulse, um ein Bild zu machen. Und jetzt war nichts da, weil Tatjana hat mir nichts gesagt. Die hat nicht gesagt, da ist in der Mitte eine Liege, da ist ein Stuhl und da war ich wirklich aufgeschmissen. Irgendwie, ja, ich sage jetzt nicht, was für ein Gefühl, aber ich habe mich wirklich verloren gefühlt. Man fühlt sich hilflos dann, klar. Und nach der ersten Behandlung, also zuerst habe ich wirklich gedacht, jetzt mein Verstand, der dreht, weil da habe ich wirklich Orange gesehen. Und das war ein Orange von der Wand. Und auf der Seite hell und wirklich schon die Struktur von einem Vorhang. Also das war dann schon sehr viel. Und dann noch der Blick nach vorne, direkt auf eine 2, eine große Zahl, aber eine 2. Also dann, das war schon ein bisschen viel, ja. Dann habe ich gewusst, da bleibe ich dran. Also es gibt eine Lösung wirklich für alles. Das hätte ich niemals gedacht. Niemals, diese Behandlung an sich, war die für dich schmerzhaft oder unangenehm? Ja, also im Bereich vom Nacken, da habe ich schon intensive Gefühle gespürt, ja. Also es ist auch so, wie Tatjana immer sagt, sie sagt, die Operation führe ich durch, nur ohne dass ich den Körper verletze.
Aber die Intensität an dem Organ oder an der Stelle, wo sie arbeitet, die ist so, wie als wenn ein Chirurg da aufschneidet und irgendwas da macht. Und das ist auch immer das, was ich den Menschen sage. Ich muss sagen, aber ihr müsst verstehen, dieser Schmerz da, und ich habe ja auch einige Dinge bei der Tatjana machen lassen und durfte auch schon bei vielen Dingen dabei sein, wo wir Aufnahmen gemacht haben. Und das zwickt schon mal etwas. Ich erinnere mich da gerade an den Mann mit der Parkinson-Geschichte. Der hat auch ganz schön gejubelt, aber er konnte danach ähnlich gute Ergebnisse verbuchen wie auch die Margrit, dass ich plötzlich gesagt habe, was vorher für mich undenkbar war plötzlich wieder im Rahmen des Möglichen. Und dann kommt genau das, was du auch gesagt hast. Dann hast du den Mut gefasst und hast gesagt, Mensch, wenn ich bei der ersten Behandlung schon ein für mich greifbares Ergebnis habe, dann möchte ich das auch weitermachen. Machen wir mal ein bisschen einen Schritt nach vorne. Als du dann diese erste Behandlung hinter dir hattest und nach Hause kamst, wie war denn dein Mann? Was hat er denn gesagt? Mein Mann hat mich ja diese 10 Sitzungen immer begleitet und ist mit mir per Auto hingefahren. Und ich habe natürlich jetzt angefangen, ich sehe das, ich sehe jenes, schau mal dort. Er war dann auch überfordert, weil er hat gesagt, ich kenne dich über 30 Jahre, das ist doch irgendwie nicht möglich. Ja, bei ihm hat das dann auch wirklich einiges ausgelöst. Und von Behandlung zu Behandlung hat sich das gesteigert. Ich habe mehr Buchstaben und Zahlen wahrgenommen, sie wurden deutlicher. Und am Schluss, nach den ersten 10 Behandlungen, also da konnte ich schon Text lesen. Und mich auch in diesem Raum bei Tatjana, ich habe dann einen Amethyst, einen Stein gesehen, die Pflanze dort, das Fenster, sogar am Boden eine Kabelrolle vom Kabel. Das Kabel laufen sehen. Ja. Früher habe ich immer gewusst, bei der Türe, ja, da ist ungefähr die Steckdose und der Schalter. Und jetzt, wenn ich hingeschaut habe, ja, da ist tatsächlich, also das war lauter kleine Wunder. Tasten, sondern du hast gesehen, bumm, da geht an und aus. Ja. Und dann entdeckt man ja seine Welt komplett neu. Ne? Ja, das stimmt. Weil auch, wie war es bei dir zu Hause? Also, ich habe dann angefangen, so Spiele zu machen, auf dem Tablar Flaschen hinstellen, um zu schauen, wie sich der Blick auch öffnet. Und überhaupt einfach ein unendliches Glücksgefühl. Wirklich, das ist unbeschreiblich, ja. Pure Lebensqualität. Wie war die von deiner Sicht beurteilt, Tatjana, wie würdest du den Erfolg einschätzen nach den 10 Behandlungen? Wenn wir von 0 ausgehen am Anfang und 100%, wenn sie perfekt sehen würde. Wie weit hat sich das dann weiterentwickelt? Oh, mindestens 60%. Mindestens. Sehr 60, schön. 70. Ungefähr so. Und wenn du das Dao-Yoga machst, Margrit, merkst du dann, dass sich das alles verbessert und stabilisiert? Es tut einfach gut, ja. Man sieht auch Fortschritte, ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage den Zuschauern immer, dieses Dao-Yoga, gerade wenn man auch paranormale Chirurgie dann noch in Anspruch nehmen muss, ist das Dao-Yoga natürlich wie ein Turbolader. Je mehr du deine Energien ins Fließen bringst, desto mehr kann dein Körper die Dinge, die körperlich nicht in Ordnung sind, in Ordnung bringen. Aber wenn du die ganze energetische Thematik auf der Seite lässt und meinst nur, ich lass mal die Frau Dr. Lackmann schaffen, das wäre nicht der richtige Weg, weil, wie sagst du immer, hast vorhin im Auto gesagt, der Mensch bekommt die Krankheiten selbst und der Mensch heilt sich selbst. Ja. Und Tatjana gibt rein die Informationen. Und wenn man dann konsequent das auch weitermacht, wie du es auch machst, täglich Dao-Yoga machen, und gibt es auch noch Übungen, die sie macht mit den Augen? Ja, gibt es noch spezielle Übungen für Speicherung von der Prozess nach der Behandlung. Patient immer macht diese Übungen und danach auch noch weiter. Also es ist ein ständiger Arbeitsprozess, um immer das besser und besser zu machen. Wir haben noch für Sie einen kleinen Videoausschnitt vorbereitet, liebe Zuschauer. Und zwar hat die Tatjana am ersten Besuch ein kleines Video gemacht, dann nach 10 Behandlungen und jetzt am Schluss. Jetzt zeigen wir Ihnen mal ganz kurz das erste, wie das war, als die Margrit zum ersten Mal in der Praxis war. Schauen Sie nach vorne, schauen Sie auf, suchen Sie Tabelle. Ja, also irgendetwas ist da vorne. Also da ist nicht weiß, sondern irgendwie so wie etwas Dunkles. Ich hätte das Bedürfnis, nach vorne zu gehen. Einfach da ist etwas, also ist nicht uni-weiß. Aber ich erkenne es nicht genau. Okay,
Jetzt wir probieren mit meiner Hand. Okay. Sagen Sie, wann Sie sehen, von links jetzt. Sehen Sie nicht? So, Sie haben gesehen, genauso wie es geschildert wurde, du hast so gut wie nichts wahrgenommen in diesem Raum. Jetzt schauen wir mal an, wie das war nach den 10 Behandlungen. Und schauen wir, wie sie sieht. Tabelle. Das ist der zweite. Moment. 2, 7, 1, 8, O, F, L, C, D, E. Ja, super. Oh, mein Herz hüpft vor Freude. 7, 3, 2, Strich ist eine 1, T, U, Linie oben, F, O, gut. Rund mit Strich ist D und 2 Linien ist H. So, da waren natürlich schon eklatante Verbesserungen im Verhältnis zum ersten Mal und natürlich jetzt nach, wie viele Behandlungen hast du jetzt insgesamt? 21. Nach 21 Behandlungen brauchen wir jetzt uns das Video nicht anschauen, wir machen jetzt was ganz anderes, wir machen mal den Test live. Das heißt, wir haben hier ein Buch, ich zeige das in die Kamera, ganz normales Buch, ganz normal beschrieben, ganz normale Buchstaben, wir wurden alle bestraft, denn wir naiv waren, mussten wir daran glauben, dass Gott und Christus und so weiter und so weiter. Es geht uns nicht um den Inhalt, nein, es geht mir darum, wir nehmen jetzt einfach mal eine Seite, mal einfach so, halt das ist eine Liste, nehmen wir die gebe ich jetzt an die Margrit und jetzt schauen wir einmal, ob sie das lesen kann. Es gibt verschiedene Wege zum Gebet. Beten Sie jeden Tag das Vaterunser. Beten Sie am Morgen, bevor Sie aus dem Hause gehen. Oder soll ich weiter? Sensationell. Das reicht schon. Es geht darum, den sagen, Menschen... Entschuldigung. Sagen wir, machen Sie jeden Morgen Dao-Yoga, werden wir jetzt. Einfach den Menschen, du hast es vorher gesagt, es gibt Tausende, allein 40.000 in Deutschland, die unter diesem Krankheitsbild leiden. Und es freut mich heute ganz besonders, eine Möglichkeit vorstellen zu können, wie über die paranormale Chirurgie und das Dao-Yoga auch diese, also für mich ist es ja eines der schrecklichsten Dinge, wenn ich plötzlich nicht mehr die Welt sehen kann oder meine Kinder nicht sehen kann. Und alle die wunderschönen Dinge, jeder kennt den Frühling, der sehen kann, was das für eine wunderbare Vollendung ist. Das steht jetzt alles dir noch bevor. Die Blumen blühen zu sehen, wenn die plötzlich aufgehen und so. Viele Dinge, die in ihrem Leben bisher gar nicht vorhanden waren. Und diese Menschen haben jetzt eine Lösung gefunden. Melden Sie sich an über die eingeblendeten Daten, über die Website, über die eingeblendete Telefonnummer. Vereinbaren Sie einen Termin mit der Tatjana Lackmann und dann geht vielleicht für Sie auch irgendwann wieder bewusst die Sonne auf, dass Sie die Welt in ihren schönen Farben so sehen können, wie sie sind. Nochmal, um das zu verdeutlichen, zeigen wir noch mal kurz vor Schluss, das hat mir die Margrit mitgebracht. Schauen Sie, da ist so eine Folie auf dieser Seite. Und diese Folie ist vor einem ganz normalen Foto. Und wenn Sie sehen, der obere Bereich hat so graue Flecken, so hat die Margrit gesehen die ersten 10 Jahre ihres Lebens ungefähr. Als sie so um die 20 war, wurde das immer mehr zum Tunnel, wie wir das hier sehen. Und am Schluss so ab 25? Zwischen 25 und 30 Jahren. Ja, ist es dann so, liebe Zuschauer, wie es hier ist. Nur noch dieses kleine Löchlein, was Sie da sehen. Hier, so war der Blick. Und wenn Sie jetzt das durchschauen, da sehen Sie nichts mehr. Dahinter ist das gleiche Bild wie hier oben. Aber nur noch das ist Ihr Sichtfeld. Und
Das ist natürlich eine eklatante Einschränkung und Lebensqualität, liebe Zuschauer, oder Lebensfreude. Da muss man schon ein Mensch sein, der viel Mut und Vertrauen in sich trägt, um dann nicht aufzugeben und womöglich auch Gedanken zu haben, die dann in Depressionen führen, die dann vielleicht noch schlimmere Konsequenzen haben. Da muss ich sagen, also erstmal, Margrit, mein großes Kompliment an dich, wie stark du bist und das durchgestanden. Und natürlich das größte Kompliment dir, Tatjana. Ich weiß, es gibt keine Krankheit, vor der du zurückschreckst. Du sagst, der Mensch kann alles heilen, wenn er die richtigen Informationen hat. Und so kann ich den Zuschauern nur empfehlen, nutzen Sie das, wenn Sie jemanden in Ihrem Umfeld haben, der an diesen Symptomen, ich wiederhole nochmal den Namen dieser Krankheit, Retinitis Pigmentosa. Genau. Retinitis Pigmentosa. Retinitis, genau. Pigmentose. Ja. So heißt die im Fachausdruck, dann gibt es auch noch eine Kurzbezeichnung. Retina Pigmentosa. Ja? Retina. Einfach Retina. Retina ja. Pigmentose, Retina, das ist, so auch noch als Kurzbezeichnung. Retina, das ist hintere Wand von Auge, das ist Nervensystem von Auge. Und sie ist betroffen, Mensch ist blind. Einfach so. Da hat der Fachmann wieder gesprochen, mir genau gesagt, wo das Problem liegt. Nutzen Sie die Möglichkeit. Und wie geht es jetzt weiter mit dir? Ja, also zuerst genieße ich jetzt natürlich alles aktualisieren, die Bilder aktualisieren und diese Lebensfreude auskosten. Ich werde dranbleiben, weil ich weiß, es gibt noch etwas zu optimieren. Der Prozess läuft, aber das, was bis jetzt schon erreicht ist, das ist schon unglaublich. Und wann hast du das letzte Buch gelesen? Oh, ja. Ist wahrscheinlich 30, 40 Jahre her. Also ich bin jetzt 53 Jahre und ja, das ist schon eine Weile her, ja. Wahnsinn. Das heißt, auch da kommt vieles wieder auf dich zu. Viele Dinge, die du machen wolltest und nicht konntest, gehen natürlich jetzt auf. Jetzt wird es dann das andere Problem sein, plötzlich hast du wenig Zeit im Leben, weil du noch so vieles machen willst. Das Aber wie gesagt, ich glaube, das Wichtigste ist, deine Lebensfreude ist wieder da. Ja. Und Zukunft hat für dich wieder eine Bedeutung und das auf ganz andere Art wie vorher. Ja, und ich kann jetzt auch jeden Menschen, der in mein Leben kommt und irgend von seiner Diagnose oder etwas erzählt, sagen, es gibt wirklich eine Lösung. Ja, die Lösung vielleicht ist da. auch nochmal, wenn du kurz in die Kamera sprichst zu den Leidensgenossen, die auch daran erkrankt sind, was könntest du ihnen empfehlen? Also geht über den Schatten, lasst die Zweifel hinter euch und geht wirklich zu Tatjana, sie hat die Lösung. Ja, es lohnt sich doch, es ist ganz eine andere Lebensqualität. Das ist schön. Margrit, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Und dass du irgendwann mit klaren, strahlenden Augen durch die Welt gehen kannst, dank der Arbeit von der Tatjana. Tatjana, also wieder mal ein Fall und ich kriege ja so viele Mails auch von Patienten, die du vor Jahren behandelt hast, wo mir immer wieder bestätigt wird, dass es immer noch gut ist. Das heißt nicht, mit deiner Arbeit ist das eine Weile gut, dann geht es wieder zurück. Nein. Wir haben einen Fall, der wurde von der Tatjana vor 9 Jahren behandelt in einer schweren Krankheit. Er hat mir jetzt vor kurzem geschrieben, dass er immer noch beschwerdefrei ist und dass seitdem, er hat glaube ich 15 Behandlungen damals wahrgenommen. Ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, ich habe ihn nicht gefragt, ob ich ihn sagen darf. Und er sagt, er hat nie sich können was vorstellen, dass das funktioniert. Als er bei der Tatjana war, war er selbst überrascht und er sagt, heute macht er immer noch Dao-Yoga und das hält ihn gesund, agil und fit. Er ist bereits über 70 Jahre alt. Liebe Zuschauer, Sie sehen, wenn wir uns in die Lage versetzen, über unsere geistigen Glaubenssätze und Konditionierungen hinauszugehen und auch mal neue Dinge auszuprobieren, dann kann uns geholfen werden. In diesem Sinne, meinen herzlichen Dank nochmal an meine Gäste, dass ihr da wart. Und für Sie, liebe Zuschauer, hoffe ich, wir haben Ihnen wieder einen Weg gezeigt, wie Sie Ihre Lebensfreude und Ihre Lebensqualität in den Griff bekommen. In diesem Sinne, Dankeschön und bis zum nächsten Mal.